Jetzt sind wir nämlich auch langsam im April. Das heißt, so in den nächsten 1, 2, spätestens 3 Wochen müsste ein neues Content-Update kommen, dass sie das dann noch ein bisschen patchen können, bevor dann eben FWC kommt. Weil, also FWC halt reinzubringen, mit dieser Spielversion und Inhalten, das wäre schon echt krass. Abfuck. Das wäre echt krass Abfuck. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Meine Gala ist immer für eine negative Überraschung gut. Das wissen wir alle. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir mit dieser Version so mit den Inhalten, dass sie damit einen FWC launchen werden. Ich meine, es kann ja auch sein, dass deren Geschäft ist. Ne? Die bringen bei jeder neuen vertikalen Erweiterung, also wo es nach oben geht mit Levelerweiterung und neuen Waffen oder sowas, immer Zweierwaffenversionen raus, sodass sie einen FWC mit der einen FWC-Waffenvariante bringen und das nächste FWC bringen sie mit der anderen Waffenvariante. So, es kann ja sein, dass jetzt nicht Lutzaka Crystal, sondern Lutzaka die FWC-Version bekommt. Und Imagine, die hätten dann einfach Lutzaka Crystal Golden Skin, obwohl es Lutzaka-Waffen sind. Also das wäre sowas von bescheuert, aber das ist halt Gala, so, ne? Die machen halt irgendwelche komischen Sachen, die einfach keinen Sinn ergeben. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Aber es könnte ja sein, ne, dass sie einen FWC so machen und einen FWC so machen. Und dann kommt eine neue Version. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, die bringen... Also, die können es halt nicht. Also, das wäre halt für die umsatztechnisch, wäre das, glaube ich, auch so ass. Weil... Ja, Digga, der hat ja keiner Bock drauf. Content-Update in 2 Wochen und dann FWC statt einen Monat früher. Naja, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber... Ich hoffe schon, dass in den nächsten 1, 2 Wochen das Update kommt und dann haben wir halt noch so ein bisschen neues Update, beziehungsweise Content halt zum Durchstöbern vor FWC und dann FWC können wir richtig loslegen. Das wäre schon optimal. Also dann geht ihnen die Zeit aus. Auf jeden Fall. Also die können halt nicht den gleichen Fehler machen, wie sie mit FWC Ende letztes Jahr gemacht haben, dass sie während FWC irgendein Update bringen mit neuen Inhalten. Das kannst du halt nicht machen. So, weil sobald irgendeine Rate da ein bisschen zu hoch ist oder irgendwas, wird es ja durch die Multiplizierung von Drop Rates auf dem FWC-Server, da verlieren die halt schnell die Kontrolle drüber, ne? Und dann kann halt schnelles relativ viel gehen. Also kann es relativ schnell gehen, meine ich. Relativ viel kann relativ schnell gehen. Was dann schwer zu kontrollieren oder zu nachpatchen ist. Wie gesagt, wie es halt dann war mit letzten Jahr. Mit diesen Runen und sowas, mit den Juwelenboxen, wo da die Rate viel zu hoch war von den Runen, die du rausbekommst. Und die Droprate ja auch total krass war. Das da alles wieder rückgängig zu machen, das geht halt nur mit richtig massivem Ärger. Und Madness der Spieler, die es halt dann betrifft. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das während FWC irgendwie ein Update machen wollen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die FWC mit der Version so einfach nochmal durchprügeln, noch ein Jahr. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und, wie gesagt, abgesehen davon gibt es ja schon ein paar Indizien, wie dass sie immer mehr auf Force Master, Shield und sowas halt gehen, auf diesen Force Gem. Dass sie auf Bücher und sowas gehen, so als Skins und so, dass die halt irgendwie immer mehr reinkommen. Das hat ja irgendwo auch Sir Job scheinbar schon jetzt schon so bei Designs von neuen Skins und Sachen, das halt schon immer mit drin ist. So, ne? Also, dass es von denen jetzt schon immer mit zusätzlich gemacht wird, damit es halt da was gibt und sowas alles. Wenn halt die nächsten Klassen, also Sir Job Change Klassen dann scheinbar kommen. Dann gibt es halt noch dieses Preview auf die Wilds, neuen Wilds, Fashion-Sachen und so, wo ja auch Force Gem dabei ist, wo auch ein Buch dabei ist für Mentalist oder wie auch immer Sir Job denn vom Psykeeper heißt oder so. Also da wird ja schon ganz klar differenziert und auch schon in diese Richtung halt entwickelt und Fashion gemacht und sowas alles. Also es indiziert ja schon irgendwo, dass es ja jetzt dann vielleicht schon zeitnah dran ist alles. Na, mit den Preview aufs neue Content von den Skins, wie sie schon die neuen Skins und so von Büchern und sowas alles machen. Und das ist halt auch so vor FWC, also danach es ist auf jeden Fall schwierig, das während FWC zu machen. Kann man bestimmt irgendwie machen,
Weil nicht jeder gleich in den ersten 2 Wochen eventuell schon in 160 sein wird oder so. Aber während FWC sowas aufzusetzen, da hast du ja erstmal noch mit FWC eigentlich zu tun, dass das ordentlich läuft. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor von der Entwicklungsseite. Einfach FWC, golden Herneswaffen und die YZ werden Gold. Ja. Aber, jetzt kommt mein Aber von der Amateursicht auf Einnahmen und Firmen und wie das halt mit Spielen und sowas ist, anhand dessen, was ich so recherchiert habe und so oder mal so mitbekommen habe. Spiele, gerade Free-to-Play-Titel mit so Gacha-Funktionen und wo Geld mit RNG generiert wird, was ja hier auch der Fall ist bei Flive, leben ja von Whales, die abhängig sind vom Spiel und deren Glücksgefühle und sowas alles. So, und die musst du melken. Schaffst du das im großen Stil, wenn du ein zweites Jahr in Folge nochmal die gleichen Sachen irgendwie eigentlich nur reinbringst? Also jetzt, wenn einer einen Ulti-Hernes Waffe plus 5 mit geilen Ulti-Rolls und sowas alles hat und ein Wildset hat und das hat, wird er dann eventuell auf FWC nochmal neu anfangen? Wenn er halt alles eigentlich schon hat, wenn er Luzaka hat, Luzaka Crystal hat, der hat seine Herneswaffe, der hat seinen Ulti-Schmuck, alles. Wird er da nochmal anfangen? Ich weiß nicht. Ich meine, am Ende kann man argumentieren. Erster FWC war auch nicht anders. Erster FWC, da war aber auch der nicht auf FWC golden Waffen und sowas der Wert und golden Rüstung gelegt, was man theoretisch auf dem Main-Server schon hatte. Sondern da war ja auch das Besondere irgendwie der Schmuck. So diese Schmucksets, die man dann irgendwie rübernehmen konnte, die nochmal mehr Stats bringen. Abgesehen davon, dass halt man auch die FWC-Waffen da noch hatte, die man dann halt mit ein bisschen mehr Stats und sowas alles. Aber da war ja auch vor allem der Schmuck und sowas, war ja da so ein bisschen besonders. Wenn, dann müssten sie halt sowas vielleicht in die Richtung bringen, dass sie halt dann in anderen Facetten Runen-FWC-Varianten machen, zusätzlich zu vielleicht anderen FWC-Waffen, also jetzt nicht nochmal Luzaka Crystal, aber dass sie dann irgendwelche anderen Sachen halt noch irgendwie FWC-exclusive machen, die dann nochmal einen Mehrwert bringen, um dann so vielleicht das Ganze nochmal zu recyceln, so indem sie halt irgendwas anderes irgendwie noch FWC-mäßig machen, entweder vielleicht auch Ultimate-Schmuck, irgendwas irgendwie anders, nochmal 5 neue Stufen freigeschaltet oder irgendwelche besonderen Werte oder Sets oder so. Das könnte natürlich möglich sein. Ich hoffe aber, dass es nicht so ist. Ich hoffe, dass wir Ancient, Vampire und Royal-Waffen bekommen, so wie es die Leaks und sowas alles halt auch schon so, oder die Gerüchteküche halt herauslässt und dass wir da halt dann irgendeine Version davon halt oder idealerweise alle 3 Waffen als FWC-Version kriegen. Aber das wird bestimmt nicht passieren, dass wir alle 3 Varianten bekommen. Gibt auch schon neue Runen in der API, wurden bisher nicht released. Finde den Gedanken für FWC-Only-Runen gerade gar nicht so abwegig. Guter Gedanke. Ja, könnte sein, ja. Wer weiß. Wenn sie wirklich mit Content noch warten wollen, nochmal ein halbes Jahr und erstmal FWC nochmal durchleben wollen, es wäre für Flive vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn sie FWC jetzt so einfach nochmal launchen und halt, wie gesagt, in die Richtung irgendwas Besonderes machen und sie nach FWC im Winter dann halt Content-Update halt dann erst machen mit Search Job und so, weil dann haben die Leute halt wirklich tatsächlich halt was zu tun für nach FWC, um da halt zu spielen. Aber ich hätte ehrlich gesagt schon lieber vorher ein neues Update, was ich auf FWC alles machen kann. Aber dann hast du halt sehr wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass halt nach FWC dann wieder S ist, weil was wollen sie denn schon wieder bringen? Schwierig.